China Export, Qualitätssiegel, Designelement. Dieses CE-Kennzeichen kennen viele, jedoch die wenigsten kennen die Bedeutung. Wenn Sie wissen wollen, was sich dahinter verbirgt, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Stefan Wolf Safety. Heute schauen wir uns das CE-Kennzeichen an. Dies steht weder für China Export, noch ist es ein Qualitätssiegel oder gar ein Designelement. Es kennzeichnet Produkte, die gemäß einer EU-Richtlinie, wie zum Beispiel der Maschinenrichtlinie, der Medizinprodukte-Richtlinie oder der EMV-Richtlinie hergestellt worden sind. Diese Richtlinien dienen der Vereinheitlichung der Vorschriften innerhalb der EU und erzeugen so einen gemeinsamen Marktraum. Das CE-Kennzeichen wird vom Hersteller selbst angebracht. Jedoch wird bei einigen Produkten vorher eine unabhängige Baumusterprüfung verlangt. Nun schauen wir uns einmal gemeinsam an, was wir unternehmen müssen, um unser Produkt nach Maschinenrichtlinie mit dem CE-Kennzeichen versehen zu dürfen. Zunächst müssen wir einmal prüfen, ist das Ganze überhaupt eine Maschine? Möglichkeit 1 wäre Nein. Dann bekommt unser Produkt natürlich kein CE-Kennzeichen. Es wäre natürlich möglich, dass wir das CE-Kennzeichen nach einer anderen Richtlinie vergeben müssen. Das betrachten wir jedoch heute nicht. Die nächste Möglichkeit wäre, es handelt sich um eine unvollständige Maschine. Eine unvollständige Maschine ist eine Maschine, die für sich selbst keinen Zweck hat, wie zum Beispiel der Motor einer Motorsäge. Hier beginnen wir mit einer Risikoanalyse. In dieser Risikoanalyse versuchen wir sämtliche Risiken, die von unserem Produkt ausgehen, zu erfassen und zu bewerten. Der nächste Schritt ist, wir erstellen ein Qualitätssicherungssystem. Das ist notwendig, damit wir ein gleichbleibendes sicheres Produkt herstellen. Weiter geht es mit der Dokumentation. Das ist bei einer unvollständigen Maschine eine Einbauanleitung. Dies ist notwendig, dass unser Kunde unser Produkt sicher in seine Maschine einbauen kann. Zu guter Letzt kommt die Einbauerklärung. Damit bescheinigen wir, dass wir uns an alle Vorgaben gehalten haben. Ein CE-Kennzeichen bekommt eine unvollständige Maschine jedoch nicht. Weiter geht es mit den vollständigen Maschinen. Diese werden gemäß der Maschinenrichtlinie in gefährliche und weniger gefährliche Maschinen unterschieden. Dies geschieht in Anhang 4. Die weniger gefährlichen Maschinen sind dabei nicht in Anhang 4 aufgelistet. Auch bei diesen Maschinen müssen wir eine Risikoanalyse durchführen. Natürlich auch ein Qualitätssicherungssystem einführen. Weiter ist jetzt die Betriebsanleitung als Dokumentation erforderlich.
Anstelle der Einbauerklärung schreiben wir hier die Konformitätserklärung. Und nun dürfen wir endlich unser CE-Kennzeichen vergeben. Bei Maschinen nach Anhang 4 ist der Weg eigentlich ähnlich. Wir beginnen auch hier mit Risikoanalyse und Qualitätssicherung. Genauso ist hier die Dokumentation erforderlich. Hier kommt nun der Unterschied. Bei einer Maschine nach Anhang 4 benötigen wir eine Baumusterprüfung von einer unabhängigen Prüfstelle. Dies kann zum Beispiel der TÜV sein. Nach der Baumusterprüfung muss die Prüfstelle in regelmäßigen Abständen eine Fertigungskontrolle durchführen. Jetzt dürfen wir die Konformitätserklärung erstellen. Und jetzt dürfen wir das CE-Kennzeichen anbringen. Nun kennen wir den grundsätzlichen Weg, unser Produkt mit einem CE-Kennzeichen zu versehen. Die einzelnen Punkte werden wir uns im Detail in den nächsten Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal bei Stefan Wolf Safety.